Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über den Alltag. Abonniert bitte unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. In dieser Episode geht es um den Morgen, wie wir unseren Tag beginnen und welche kleinen Gewohnheiten uns helfen. Genau. Der Morgen ist für viele der wichtigste Teil des Tages. Wenn man gut startet, dann läuft meistens auch der Rest besser. Ich persönlich stehe ziemlich früh auf, so gegen 6:30. Dann mache ich zuerst einen Kaffee. Ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Ja, das kenne ich. Bei mir ist es ähnlich. Ich bin kein richtiger Morgenmensch, aber ich versuche früher aufzustehen, so um 7 Uhr. Ich trinke erst ein Glas Wasser und mache dann ein paar leichte Dehnübungen. Das hilft mir, richtig wach zu werden. Interessant. Manche Leute gehen direkt joggen oder ins Fitnessstudio. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel am Morgen. Aber ich mache gerne einen kurzen Spaziergang, wenn das Wetter schön ist. Frische Luft gibt mir sofort Energie. Spazieren gehen finde ich auch toll, aber meistens habe ich morgens nicht so viel Zeit. Ich frühstücke lieber in Ruhe. Ein Brötchen mit Käse, ein bisschen Obst und Tee, das ist für mich perfekt. Bei mir ist das Frühstück eher klein. Oft nur Kaffee und ein Croissant oder ein Joghurt. Ich frühstücke lieber etwas mehr am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe. Ja, am Wochenende sieht das bei mir auch ganz anders aus, aber im Alltag will ich nicht zu spät anfangen. Nach dem Frühstück dusche ich schnell und ziehe mich an. Ich versuche schon am Abend meine Kleidung bereitzulegen, dann spare ich Zeit. Gute Idee. Ich mache das selten, aber wenn, dann merke ich sofort den Unterschied. Was mir auch hilft, ich schreibe mir am Morgen eine kleine To-Do-Liste. Dann weiß ich genau, was wichtig ist und ich verliere keine Zeit. Das klingt sehr organisiert. Ich bin eher spontan, aber manchmal plane ich auch, besonders wenn ich einen wichtigen Termin habe. Aber was ich fast immer mache, ein paar Minuten ohne Handy, einfach in Ruhe sitzen, kein Instagram, keine Nachrichten. Das ist für mich ein guter Start. Ja, das ist super. Ich sollte das auch öfter machen. Ich schaue leider oft direkt aufs Handy und dann ist man gleich gestresst. Es ist eigentlich besser, wenn man den Tag ruhig anfängt. Absolut. Jeder hat ja seine eigene Routine, aber am Ende geht es darum, Energie und Motivation für den Tag zu finden. Manche brauchen Sport, andere brauchen Ruhe. Wichtig ist, dass man etwas findet, das zu einem passt. Genau. Und wenn man morgens schon ein gutes Gefühl hat, dann hat man meistens auch mehr Kraft und bessere Laune für die Arbeit oder die Aufgaben, die noch kommen. Nach dem Frühstück beginnt für die meisten von uns die Arbeitszeit. Ich arbeite oft von zu Hause aus. Das hat viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Zum Beispiel muss ich sehr diszipliniert sein, sonst lenken mich kleine Dinge ab. Das kann ich gut verstehen. Ich gehe meistens ins Büro und da ist es einfacher, in den Arbeitsmodus zu kommen. Ich sitze an meinem Schreibtisch, die Kollegen sind da und die Atmosphäre ist automatisch konzentriert. Aber der Weg dorthin kostet natürlich Zeit. Ja, das Pendeln ist für viele ein Problem. In der Schweiz oder in Deutschland fahren die Leute oft mit dem Zug oder mit dem Auto. Ich finde, dass die Zeit im Zug manchmal ganz angenehm ist. Man kann ein Buch lesen oder Musik hören. Genau. Ich höre oft Podcasts auf dem Weg. Das macht Spaß und man lernt gleichzeitig etwas Neues. Aber ehrlich gesagt, wenn der Zug Verspätung hat oder zu voll ist, dann ist es einfach nur stressig. Das stimmt. Ich habe auch gemerkt, dass Pausen während der Arbeit sehr wichtig sind. Wenn ich zu lange ohne Pause am Computer sitze, kann ich mich schlechter konzentrieren. Deshalb mache ich nach 2 Stunden immer eine kurze Pause. Vielleicht gehe ich in die Küche,
hole mir einen Tee und bewege mich ein bisschen. Das ist eine gute Gewohnheit. Bei uns im Büro trinken die Leute oft zusammen einen Kaffee. Das ist nicht nur Pause, sondern auch ein kleiner sozialer Moment. Man redet über das Wetter, über das Wochenende oder einfach über die Arbeit. Solche Gespräche sind wichtig, damit man sich wohlfühlt. Ja, absolut. Manchmal reicht schon ein paar Minuten Smalltalk, um wieder bessere Laune zu haben. Ich finde, Arbeit ist nicht nur Aufgaben erledigen, sondern auch Kontakte pflegen. Richtig. Und was machst du, wenn du merkst, dass du gar keine Motivation hast? Dann versuche ich, eine kleine Aufgabe zu erledigen, die schnell geht. Das gibt mir ein Gefühl von Erfolg und danach habe ich wieder mehr Energie für die größeren Aufgaben. Und manchmal hilft auch Musik im Hintergrund. Das ist ein guter Tipp. Ich schreibe mir morgens immer eine Liste mit Prioritäten. So weiß ich, was wirklich wichtig ist. Am Ende des Tages sehe ich, was ich geschafft habe. Und das motiviert mich für den nächsten Tag. Sehr organisiert. Ich bin ein bisschen flexibler, aber ich mag es, wenn ich gegen Mittag schon einen Teil meiner Aufgaben erledigt habe. Dann habe ich ein ruhigeres Gefühl für den Rest des Tages. Ja, Mittagspause ist auch ein wichtiger Punkt. Viele Kollegen essen einfach schnell etwas am Schreibtisch, aber ich gehe lieber raus. Ein kleiner Spaziergang oder ein Essen in der Kantine gibt mir ein ganz anderes Gefühl. Ich mache das auch gerne. Ein bisschen Bewegung und frische Luft sind einfach gut. Danach arbeitet man konzentrierter und ist nicht so müde. Genau. Es geht nicht darum, den ganzen Tag ohne Unterbrechung zu arbeiten, sondern klug mit der Zeit umzugehen. Dann bleibt man produktiver und hat am Abend noch Energie für andere Dinge. Das ist ein guter Punkt. Am Ende zählt nicht nur, wie viele Stunden man arbeitet, sondern wie man diese Stunden nutzt. Wenn man seine Arbeit gut strukturiert, bleibt mehr Zeit für alles andere im Leben. Nach der Arbeit freue ich mich immer auf den Abend. Für mich ist es wichtig, nach einem langen Tag etwas Zeit für mich selbst zu haben. Manchmal koche ich etwas Leckeres, manchmal lese ich ein Buch oder schaue einfach eine Serie. Das klingt schön. Ich finde, dass der Abend der beste Moment ist, um abzuschalten. Viele Leute gehen noch ins Fitnessstudio oder machen Sport. Bei mir reicht oft schon ein kurzer Lauf oder ein Spaziergang im Park. Danach fühle ich mich sofort entspannter. Ja, Bewegung am Abend ist wirklich gut. Ich mache manchmal Yoga oder einfache Übungen zu Hause. Danach kann ich besser schlafen. Aber oft habe ich auch Lust, Freunde zu treffen. Ein Bier im Restaurant oder ein Abendessen mit guten Gesprächen macht den Tag rund. Genau, soziale Kontakte sind wichtig. Ich treffe mich auch gerne mit Freunden, aber nicht jeden Abend. Wenn ich zu viel unterwegs bin, fühle ich mich schnell müde. Ein ruhiger Abend zu Hause mit einem Glas Wein und guter Musik kann genauso schön sein. Da hast du recht. Man braucht beides: Gesellschaft und Ruhe. Ich finde auch, dass es gut ist, das Handy am Abend ein bisschen wegzulegen. Wenn ich die ganze Zeit Nachrichten lese, bin ich innerlich unruhig. Das kenne ich. Ich versuche ab 9 Uhr kein Handy mehr zu benutzen. Stattdessen lese ich Nachrichten am Morgen oder höre am Abend lieber Musik. So kommt man langsam runter. Eine andere wichtige Sache ist das Abendessen. Manche essen sehr spät, andere schon gegen 6 Uhr. Ich versuche nicht zu spät zu essen, weil ich sonst schlechter schlafe. Ein leichter Salat oder eine Suppe passen für mich perfekt. Bei mir ist es unterschiedlich. Wenn ich lange arbeite, esse ich manchmal erst um 8 oder 9. Aber ich stimme dir zu. Ein zu schweres Essen am Abend ist keine gute Idee. Dann liegt man wach im Bett und fühlt sich nicht wohl. Genau.
Und danach ist es für mich wichtig, eine kleine Routine zu haben. Ich mache das Licht etwas dunkler, trinke einen Tee und bereite meine Tasche für den nächsten Tag vor. Das gibt mir ein gutes Gefühl von Ordnung. Das mache ich auch. Ich lege meine Kleidung schon am Abend bereit, damit es am Morgen schneller geht. Kleine Dinge machen wirklich einen Unterschied. Ja, und so geht man auch entspannter ins Bett. Ich lese oft noch 10 Minuten, bevor ich die Augen schließe. Das ist mein persönliches Ritual. Sehr schön. Ich höre oft leise Musik oder einen Podcast. Dann schlafe ich schnell ein. Ich finde, der Abend entscheidet, ob man gut erholt in den nächsten Tag startet. Da stimme ich dir vollkommen zu. Wenn der Abend ruhig und angenehm ist, wacht man am nächsten Morgen mit mehr Energie und besserer Laune auf. Wenn ich an meinen Alltag denke, dann habe ich gemerkt, dass kleine Routinen sehr viel helfen. Zum Beispiel ein klarer Start am Morgen, ein strukturierter Arbeitstag und ein ruhiger Abend. So fühle ich mich ausgeglichener. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein. Nicht jeder Tag ist perfekt, aber wenn man ein paar feste Gewohnheiten hat, dann läuft alles einfacher. Für mich ist es zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen und genug zu schlafen. Sehr guter Punkt. Für mich ist Schlaf auch entscheidend. Wenn ich zu wenig schlafe, bin ich am nächsten Tag gestresst und unkonzentriert. Deshalb versuche ich, immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Und was mir auch hilft, Pausen nicht vergessen. Egal ob bei der Arbeit oder am Abend, eine kurze Pause verändert wirklich viel. Man denkt besser und bleibt entspannter. Am Ende zählt, dass jeder seinen eigenen Rhythmus findet. Manche brauchen viel Struktur, andere mehr Flexibilität. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und genug Energie für die Dinge hat, die einem wichtig sind. Genau. Und das Leben soll nicht nur Arbeit sein. Zeit für Familie, Freunde und Hobbys gehört genauso dazu. Auch probiert es aus, findet euren eigenen Tagesablauf und bleibt motiviert. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und klickt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Die Herausforderung, eine neue Sprache zu lernen, ist eine große Herausforderung, aber auch sehr spannend. Jeden Tag pünktlich und motiviert zu bleiben, kann manchmal zur Herausforderung werden. Die Verantwortung. Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder. Im Beruf bedeutet Verantwortung auch, schwierige Entscheidungen zu treffen. Der Ausgleich. Sport ist für mich der beste Ausgleich nach einem langen Arbeitstag. Arbeit ohne Pausen funktioniert nicht. Man braucht immer einen Ausgleich. Sich konzentrieren auf. Ich muss mich heute wirklich auf die Prüfung konzentrieren. Wenn ich im Büro bin, fällt es mir leichter, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Sich gewöhnen an. Am Anfang war die neue Stadt schwer, aber mit der Zeit habe ich mich an das Leben dort gewöhnt. Es dauert oft eine Weile, bis man sich an einen neuen Job gewöhnt.